wieder mit meinem eigenen Hund zusammenleben. So wie damals mit meinem besten Freund Leo. Das war in den letzten Jahren mein größter Traum. Jedes Jahr im Sommer in Rumänien hatte ich wundervolle Begegnungen mit halbwilden Hunden und Streunern. Jetzt war es endlich soweit. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, einen Straßen- bzw. Tierschutzhund aus Rumänien zu adoptieren. Kein Weg war mir zu weit, meinen Hund zu finden. Also bin ich in 3 Wochen 700 Kilometer durch Rumänien gefahren und habe 12 staatliche und private Hundeshelter besucht. Dabei sind mir traurige Zustände begegnet, die mich immer noch bewegen. Aber auch viele wunderbare Menschen, die sich jeden Tag mit ganzem Herzen für die Hunde einsetzen. Da, peste. Da, mă, ce vorbești? Un câine simte aici. In meiner Hilflosigkeit fing ich irgendwann an, die Hunde zu fotografieren. Die Fotos sollten den Sheltern bei der Vermittlung der Hunde ins Ausland helfen. Ich porträtierte schließlich mehrere 100 Hunde. Aber meinen Hund fand ich auf diese Weise nicht, und je verzweifelter ich suchte, desto schwieriger wurde es. Schließlich erkannte ich, meiner verzweifelten Suche nach einem Hund lag die Sehnsucht zugrunde, bedingungslos geliebt zu werden. Aber kann ich so den Bedürfnissen des Hundes voll und ganz gerecht werden? Ich hatte gerade losgelassen und die Entscheidung getroffen, noch keinen Hund zu adoptieren. Da konnte die folgende Geschichte ihren Anfang nehmen. Oh, du bist ja noch jung. Ich taufte diese goldfarbene Fellnase Aurel. 5 Tage lang besuchte ich ihn täglich an seinem Zuhause, einem Parkplatz direkt an einer Schnellstraße, nicht weit von Cluj-Napoca. Weil er sichtlich Beschwerden hatte, bat ich einen Dorftierarzt, ihn vor Ort gegen Parasiten zu behandeln. Letzter Tag vor meiner Rückreise nach Deutschland. Ich gab Aurel hinter dem Restaurant was zu fressen und erklärte ihm, dass ich erstmal eine Weile nicht wiederkommen werde. Ich hatte entschieden, ihn dort zu lassen. Ich konnte mir diese freie Seele einfach nicht mit Halsband und Leine in der Stadt vorstellen. Ich wusste, er wird ab und zu von Reisenden und im Restaurant gefüttert. Natürlich machte ich mir trotzdem so meine Gedanken. Die Schnellstraße, und gerade im Winter ist es für Straßenhunde wirklich schwer. Also nahm ich mir vor, ihn im Dezember nochmal zu besuchen. Ich hinterließ aber meine Telefonnummer bei den Mitarbeitern des Parkplatzes, um in Kontakt bleiben zu können.
Ich war gerade erst 3 Tage wieder zurück in Deutschland, da erreichte mich ein Anruf aus Rumänien. Aurel wurde von einem Auto erfasst, er hatte sichtlich große Schmerzen und atmete schwer. Es gab niemanden, der sich verantwortlich fühlte. Nachdem wir versprachen, alle Kosten zu übernehmen, brachte jemand Aurel in die nächste Tierklinik nach Cluj-Napoca. Innere Blutungen, mehrere Tage Intensivstation, gebrochenes Bein, 4 Stunden OP. Dann war er stabil und konnte entlassen werden. Aurel kam übergangsweise zu einer Pflegefamilie. Sie bemühten sich sehr liebevoll, konnten Aurel aber nur in einem kleinen Zwinger im Hof unterbringen. Leider fanden wir trotz vieler Bemühungen keine bessere Lösung und Aurel verbrachte dort 5 viel zu lange Wochen. Beim Röntgen 4 Wochen nach der OP wurde leider festgestellt, dass das Implantat gebrochen war. Aurel musste ein zweites Mal operiert werden. Am 7. November reiste ich wieder nach Rumänien, ohne wirklichen Plan, wie es weitergeht. Aufgrund der noch notwendigen medizinischen Behandlung konnte ich mit Aurel noch nicht zurück nach Deutschland reisen. Bei Chris' Eltern konnten wir nicht so lange verweilen, wegen Allergien in der Familie. Aber sie unterstützten, wo sie nur konnten. Chris fieberte natürlich die ganze Zeit von Deutschland aus mit. Er konnte wegen eines größeren Auftrags nicht verreisen. Noch ein Besuch bei einer Tierärztin im Hundeschelter Gerla. Roxana war für mich bei allen medizinischen Fragen eine große Unterstützung. Wir hatten uns auf meiner Fotoreise durch die Shelter im September angefreundet. Schließlich fand ich ein Zuhause für uns, für die nächsten 4 Wochen. In den Aposeni-Bergen bei Lilly. Lilly und ihr Sohn waren nach einem sehr bewegenden Ereignis letzten Sommer für uns zur Familie geworden. Für Aurel begann nun kein leichter Prozess. Dieser Abschied von der selbstbestimmten Freiheit. Draußen warteten freilebende, halbwilde Hunde und hatten eine magische Anziehungskraft auf ihn. Da halfen auch keine Leckerlis oder gutes Zureden. Mich holten viele Zweifel und große Trauer ein. Ist es richtig, was ich hier tue? Wer bin ich, dass dieser Hund mit mir leben will? Gehören wir wirklich zusammen? Wir hatten so einige erste Herausforderungen zu meistern. Ein paar Tage nach unserer Ankunft setzte ich mich ans Klavier.
Ich spielte in den nächsten Wochen viel Klavier. Und das war für uns beide sehr heilsam. First moments of falling, stirring all the heart. Felt the love I gave no longer starts to bloom with you in mind. Wanna learn to find with you a way to hold, not lose. If I open up my heart this way, intertwine, maybe I'll make a change. This can only mean one thing, that my love might begin to believe again. It's only for you, only for you, only for you. It's only for you. Got the clarity I find when the clouds fill up the sky. I don't wanna miss a piece of you. When I'm with you, I can never lose. This can only mean one thing, that my love might begin to believe again. It's only for you, only for you, only for you. It's only for you. 5 Wochen nach der zweiten OP die große Erleichterung. Das Röntgen zeigte einen ganz wunderbar zusammenhallenden Knochen. Also konnten wir endlich nach Deutschland zurückreisen. Noch ein Zwischenstopp in Cluj und dann ging es endlich nach Hause. Mit der Unterstützung von vielen lieben Menschen sind wir mit dem Auto in 3 Etappen insgesamt 15 Stunden durchgefahren. Der beste Onkel der Welt fuhr extra von München nach Wien, um Aurel und mich die letzte Strecke nach Leipzig zu bringen.